Hallo, in diesem Video würde ich euch gerne die Climb Pro der Fenix 6 vorstellen, in dem Fall der Fenix 6 Pro, und möchte euch die Einstellungen vorstellen, möchte euch auch einen Praxistest zeigen und ich hoffe, ich kann euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen und wünsche euch hier viel Spaß. Als allererstes müssen wir das Ganze in der Aktivität aktivieren. Das heißt, wir müssen das für jede Aktivität einzeln machen, aber es ist egal für Wandern, fürs Mountainbiken etc. oder fürs Laufen auch. Da ist es überall, hat es die gleiche Funktion. Und dafür gehen wir jetzt mal hier rein in die Aktivitäten. Ich würde das Ganze jetzt mal übers Laufen zeigen. Wir drücken hier länger auf die Taste, in die mittlere Taste, dann kommen wir hier auf die Laufeinstellungen und die wählen wir jetzt aus. Und dann gehen wir hier runter auf Climb Pro. Das muss hier dann aktiviert sein beim Navigieren. Also manchmal sieht es so aus, manchmal so. Ich weiß nicht genau, was jetzt die Grundeinstellungen sind von der Fenix. Warum beim Navigieren? Ganz einfach. Climb Pro braucht die GPX-Daten bzw. den Weg, den ihr lauft, damit es die Steigung berechnen kann, beziehungsweise weiß, wo die Steigungen stattfinden. Also ohne Navigation funktioniert diese Funktion nicht. Genau, man kann das Ganze hier noch für den Abstieg einstellen und man kann sich hier auch noch Datenfelder definieren, die dann angezeigt werden sollen. So, dann gehen wir hier wieder raus. Dann habe ich hier noch zwei andere Punkte, und zwar habe ich hier die 3D-Geschwindigkeit eingeschaltet. Die 3D-Geschwindigkeit berechnet die Geschwindigkeit sowohl mit der Höhenänderung als auch mit der horizontalen Bewegung über Grund. Und dann gibt es noch die 3D-Distanz, die berechnet die zurückgelegte Wegstrecke sowohl in Höhenänderung als auch horizontale Bewegung über Grund. Das heißt auf gut Deutsch, es wird ein bisschen genauer. Die Uhr berechnet dann die entsprechende Höhe, also beziehungsweise die Geschwindigkeit, genau indem es die Veränderung zur Höhe mit reinnimmt. Ja, ich habe das eingeschaltet, es frisst kein Brot, wie man so schön sagt, und sorgt zumindest dafür, dass es genauer ist. Genau, dann habe ich hier noch GPS und Glossar an, gerade wenn ich im Wald unterwegs bin, weil oft mit GPS dann Probleme sind und dadurch hat man mehrere Satellitenmöglichkeiten, um seine Position zu finden, beziehungsweise die Uhr die Position zu finden. Genau, dann gehen wir jetzt hier raus. Und jetzt zeige ich euch, wenn wir jetzt hier eine Aktivität starten, wir gehen nochmal auf Laufen und hier jetzt eine Strecke nehmen, die wir jetzt importiert haben. Da gehen wir jetzt einfach mal hier auf Navigation, dann gehen wir hier auf Strecken und dann gehen wir einfach hier mal auf, was haben wir denn hier? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Test Mountainbike-Strecke, genau. Und dann gehen wir jetzt einfach hier, also wie gesagt, hier kann man Pace Pro einstellen, das heißt, man kann hier seine Geschwindigkeit definieren, wie schnell man laufen möchte. Die Uhr berechnet dann Steigung und Gefälle und damit sagt sie dann, wenn du mit einer 6,45er Pace laufen willst, wie du entsprechende Abschnitte laufen musst, um dann am Ende diese Pace zu laufen. Dann gehen wir jetzt aber hier mal aufs Höhenprofil, dann können wir schon mal sehen, wie hier die Höhen aussehen. Und dann können wir uns hier auch noch die Anstiege zeigen lassen. Das ist dann fürs Climb Pro. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, sehen wir jetzt hier, er hat jetzt Anstieg 1 gemacht. Das hat also 1 von 8. Wir haben jetzt hier, der erste Anstieg dauert 3,27 Kilometer. Der durchschnittliche Anstieg liegt bei 5%. Es sind 150 Höhenmeter und es sind 8 Anstiege insgesamt. Hier ist dann noch Abstiege. Da haben wir jetzt hier 0,87 Kilometer und da geht es 63 Höhenmeter runter und 7% Gefälle. Genau, und so zerlegt er automatisch die ganze Strecke in Teilbereiche. Ja, dann werde ich euch das Ganze nun mal in der Praxis zeigen. So, dann möchte ich euch mal kurz zeigen, wie das Ganze auf der Uhr aussieht. Ich habe jetzt hier den Einstieg in den Berg. Ich muss mich auch für die Tonqualität entschuldigen, ich habe leider mein Mikrofon vergessen. Aber ich hoffe, es geht trotzdem. So, dann würde ich mal sagen, wir gucken mal auf die Uhr. 10,1 Kilometer ist der Anstieg. Dann wird die vertikale Geschwindigkeit berechnet, wie schnell ich dann hochgehe. Und ganz links, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, da ist so ein Punkt. Also hier ganz fast links noch außen. Und der Punkt zeigt dann an, wo ich bin. Und die roten bzw. grünen Bereiche zeigen, wie stark der Anstieg ist, beziehungsweise wie viel Prozent.
Und so kann man sich halt so ein bisschen den Anstieg einplanen bzw. einteilen, wenn ich weiß, was alles auf mich zukommt. Und ja, genau. Dann sehen wir hier noch die Karte. Also wir sind jetzt wirklich hier mitten im Wald. Hier ist nichts außer ein Weg. Und hier sieht man auch alles grün. Ich kann oben sehen, da schon ein Höhenweg. Ich kann unten sehen, da ist noch ein Weg. Das sind diese schwarz gestreiften Punkte. Wege. Oder ja, ihr wisst, was ich meine. Und genau, da kann ich links jetzt sehen, was ich gefahren bin. Und rechts, also links diese rote Linie, die man sehen kann. Ich zoome mal ein bisschen hier rein. Genau diese rote Linie. Und hier oben in dem Bereich ist dann die Strecke, die noch vor uns ist. Und jedes Mal, wenn eine Abbiegung kommt, bekomme ich oben eine Anzeige, dass ich abbiegen muss und einen Signalton. So, da sehen wir den Abbiegehinweis. 50 Meter geht es um die Kurve. Das ist die hier. Beziehungsweise noch ein Stück weiter. Und vielleicht eine Gabelung. So, jetzt. Genau, sieht man hier. Ja gut, es geht nicht wirklich eine Kreuzung ab. Es geht eine Kurve weg. Aber ich bin ein Freund davon, lieber eine Information zu wenig, lieber eine Information zu viel, als eine Information zu wenig. Und ja, genau. Und dann sieht es so aus und dann sieht man auch oben, läuft noch parallelen Weg, unten läuft parallelen Weg. Genau, aber gute Fahrt. So, das Ganze ist auch mit Live-Track gestartet. Ich werde dann mal in einem separaten Video zeigen, wie man das Ganze einrichtet, weil das ist für mich eine Funktion, die wirklich essentiell ist. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann bekommt ihr auch die Info dann, wenn dieses Video online kommt. Würde mich freuen. Einmal nochmal den Hinweis, dass ich hier jetzt gleich rechts abbiegen soll. Genau, das sieht man hier, ist eine Kreuzung. Ja, da habe ich jetzt gerade einen Hinweis bekommen, dass ich rechts abbiegen muss. Ich wollte aber nochmal auf das Pro Climb zukommen. Also hier sehe ich noch 4,33 Kilometer habe ich noch zu fahren. 359 Höhenmeter sind noch zu machen. Vertikale Geschwindigkeit ist natürlich gerade 0, weil ich stehe. Und das dunkle Rot ist das, was ich gefahren bin. Und der Punkt, das ist da, wo ich jetzt gerade bin. Also das alles, was vor mir noch steht, hier mit dunkelrot, orange, grün und so weiter, das ist noch vor mir. Okay, weiter geht's. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick in Climb Pro bekommen. Wie ihr gesehen habt, ich habe es im Laufe eingestellt. Im Mountainbike habe ich es praktisch gezeigt. Also man kann es in vielen Bereichen anwenden, auch fürs Wandern. Ich denke mal, beim Wandern ist es dann nochmal interessanter. Ich habe damals die Uhr hauptsächlich wegen dieser Funktion gekauft, weil für mich das doch ein wirklich nettes Feature ist. Gerade weil ich im Traillauf viele unbekannte Wege laufe und doch gerne wissen will, wie ich da meine Kraft einteilen muss, wie lange der Anstieg noch dauert, gerade wenn man sich da nicht auskennt, fand ich diese Funktion sehr hilfreich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ich werde in Zukunft noch mehr Phoenix-Videos machen, mehr Tipps, mehr Tricks und wenn es euch gefallen hat, auch gerne einen Daumen hoch. Ja, bis dann.